Hallo, ich grüße euch. Ich möchte mal was über Polyestertanks erzählen, also Glasfibertanks. In dem Fall Tanks von spanischen Trail- und Trailmotorrädern. Polyester war ja das Wundermaterial der 60er Jahre, 70er Jahre. Damals hat man ja alles aus glasfaserverstärkten Polyesterharz gemacht und unter anderem auch Kraftstofftanks. Die sind dann später, ich glaube so in den 80er Jahren, von blasgeformten Polyethylentanks abgelöst worden, so diesen typischen Aservice-Tanks. Das sind noch echte GFK-Tanks, also man sieht hier auch die Glasfaser drinnen. Und teilweise Versiegelungen bei diesen Tanks. Die haben einen großen Vorteil, also aus damaliger Sicht einen großen Vorteil war die ganz einfache Formgebung. Mit geringen Formkosten kann ich mit händischer Arbeit auch in Kleinserien oder Einzelstücke Tanks fertigen, die kein Vermögen kosten. Also jetzt im Vergleich zu Stahlblechtanks, wo ich Presswerkzeuge brauche, oder sogar Alutanks, die halt, auch wenn ich es manuell fertige, sehr komplex sind. Damals hat niemand daran gedacht, dass diese Tanks einmal vielleicht 50 Jahre alt werden. Zum Beispiel der hier ist von meiner Bultaco Alpina 250 von 1973. Also der ist genau 50 Jahre alt, der Tank. Das ist ein Tank von einer Montesa Cota 348 von 1976 und das auch von einer Cota 348 von 1977. Und wie man sieht, sind diese drei Tanks in unterschiedlichen Zuständen. Der Polyester-Tank, der Bultaco, den habe ich vor, glaube ich, 15 Jahren habe ich den komplett restauriert, also abgeschliffen, neues Epoxy, äh, die kaputten Teile repariert. Auch zum Beispiel, ich drehe den jetzt mal, zum Beispiel hier unten die Sitzbasis neu gemacht, weil die komplett zerbrochen war. Und auch neu lackiert und gefüllert. Aber man sieht schon, dass diese Tanks halt leiden. Durch den modernen Sprit, der eben Alkohol drinnen hat, arbeitet das Polyester. Also es ist einfach, Polyesterharz ist nicht alkoholbeständig. Und jetzt hat man ja E5, E10 Sprit mit eben bis zu 5 oder 10% Sprit drinnen, also Alkohol drinnen. Und man merkt, dass dann der Polyester arbeitet, die Oberfläche uneben wird. Also der war perfekt lackiert, der war wie ein Spiegelglatt. Und jetzt sieht man schon an einigen Stellen, ich drehe das mal so, sieht man, dass der Polyester gewisse Verwerfungen hat. Oder hier zum Beispiel hier die Kontur, wo die zwei Hälften zusammengeklebt sind. Hier war er schon mal undicht, das habe ich mit Epoxy repariert. Auch hier war er schon mal undicht. Einen großen Vorteil haben alte Polyestertanks, man kann sie ganz einfach reparieren. Mit Epoxidharz und Glasfasermatte kann man den schlimmsten Tank auch noch hinflicken. Jetzt mal zu diesem Tank. Der Tank ist dicht. Der hat schon einiges erlebt in seinem Leben. Das ist eben ein Trailmotorrad. Das ist schon wahrscheinlich viele Klippen runtergestürzt. Der ist hier schon repariert. Hier war schon mal repariert und drüber lackiert. Hier dann nochmal repariert. Hier war eine Stelle undicht. Die habe ich mal mit Epoxy geflickt. Auch hier schon eine Beschädigung im Gelcoat. Und diese Tanks, bei dem Montesa Cota 348 geht hier der Auspuff drunter. Und dieser Teil hier ist eigentlich immer kaputt. Der wird durch die Temperatur kaputt. In dem Fall ist er schon repariert worden. Mit Glasfasermatte und Epoxyharz. Das habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Der Tank ist aus Polyesterharz. Und zur Reparatur verwendet man eigentlich im Allgemeinen Epoxidharz. Das verbindet sich, das ist etwas stärker, etwas chemischer widerstandsfähiger und ist einfach für Reparatur die bessere Qualität. Nur ist es deutlich teurer wie Polyesterharz, deswegen hat man es
in der Serie nicht verwendet. Ja, also dieser Tank ist, hier sieht man auch vom Auspuff Brandspuren, aber das ist sozusagen okay. Das ist nicht so schlimm. Hier gewisse Brüche oder hier durchgescheuert vom Rahmen. Dann habe ich hier noch meinen großen Patienten. Der Tank ist nicht dicht. Den habe ich letztens verwendet und hier ist das Benzin aus dem Auspuff getropft, weil nämlich hier löst sich schon das Gelcoat runter. Also durch die Hitze ist das ganz spröde geworden und kann so richtig runtergebrochen werden. Den muss ich reparieren, also hier die Fläche abschleifen aufs Geflecht, aufs Glasgewebe runter und komplett hier an Streifen neues Glasgewebe mit Epoxidharz drüber laminieren. Der ist hier schon mal repariert worden, aber das ist gut und dicht, das schaut sehr fachmännisch aus. Ist auch hier schon mal repariert worden. Also diese Tanks haben in den 40, 50 Jahren halt schon viel erlebt. Hier auch die Brandstelle, die typische. Hier gerissen, muss ich auch laminieren. Auch hier diese Wetzspur. Und der hat schon mehrere Farbschichten, also der hat wirklich schon viel erlebt. Da sieht man schon, der ist schon öfter lackiert worden, öfter repariert worden. Hier schon deutlich abgewetzt vom Trailfahren. Hier auch durch die Hitze alles rissig. Sieht man das? Genau, ich glaube, jetzt sieht man das gut. Das ist halt alles rissig. Man muss auch sagen, diese Tanks kann man nicht mehr wirklich restaurieren. Also so in richtigen Originalzustand bringen, das geht kaum mehr. Die kann man eigentlich nur mehr flicken und reparieren, dass sie halt verwendungsfähig sind. Auch hier ist der Tank gerissen. Das ist auch schon mal mit Harz übergossen worden, hält. Hier den Lüfterstutzen, da ist auch schon irgendwas gebrochen. Der Bereich, also der Tank hat einiges hinter sich. Den hat auch jemand mal versiegelt mit irgendeiner Versiegelung, die aber leider nicht benzinbeständig ist. Zumindest nicht gegen moderne Benzine. Das wird ganz weich und blättert ab. Werde ich drinnen lassen. Ich kenne keine Methode, eine alte Versiegelung aus einem Polyestertank zu bekommen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit Aceton hier arbeiten würde, das löst vielleicht die Versiegelung, aber kann genauso dem Polyestertank den letzten Rest geben. Hier sieht man auch die Sprünge, da hat es gearbeitet, da ist mal verbogen worden wegen dem Unfall. Auch diese Bohrung ist schon ganz in die Länge verschlissen. Also das ist mein Patient, an dem ich jetzt einiges machen muss. Ja, so viel kleine Exkursion zu Polyestertanks für spanische Trailmotorräder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann bitte ein Like und über ein Abo freue ich mich auch. Servus.